In diesem Jahr zum ersten Mal Galgos United gibt es auch in anderen deutschen Städten parallel Märsche. Aber Köln ist immer die Stadt, die am meisten Menschen und vor allem am meisten Hunde zusammenbringt. Wir gehen auf die Straße, weil wir auf das Leid der Galgos aufmerksam machen möchten natürlich auch, denn sie werden halt immer noch in Spanien ausgebeutet. Am 1. Februar endet die Jagdsaison in Spanien und alle Jagdhunde, die dann nicht mehr funktionieren, werden gnadenlos bestialisch aussortiert. Das fängt an bei Aussetzen, irgendwo anbinden, geht aber weiter mit in Brunnen werfen, mit Säure übergießen, hinterm Auto herschleifen, in Bäume hängen oder an Gleise anbinden. Dadurch, dass es keine Gesetze gibt, sind auch keine Strafen für die Menschen, die das tun. Also wird das nicht registriert, es gibt keine offiziellen Zahlen. Aber wir wissen, wie viele Tierschützer wir sind, wie viele Tierschutzorganisationen es gibt. Und wenn man das zusammenrechnet, kommen wir eher auf die 300.000 als auf die 50.000, über die immer berichtet werden. Dieses Jahr müssen wir aber noch lauter sein, um gehört zu werden. Denn unsere Regierung hat beschlossen, Nutztiere, zu denen sie auch Jagdhunde zählen, aus dem zu verabschiedenden Tierschutzgesetz auszuschließen. Dieser Beschluss muss verhindert werden. Ja, es wäre eigentlich schön, wenn es einfach mehr Rechte gäbe für die Hunde, dass einfach die Zucht reglementiert wäre in Spanien, dass die sich besser um ihre Hunde kümmern müssen und einfach die Hasenjagd in dem Sinne verboten würde. Wir protestieren dagegen und es kann nicht sein, dass in einem Land der EU diese Zustände herrschen. Wir wollen uns einsetzen und natürlich auch vor allem den spanischen Tierschützern den Rücken stärken und einfach sagen, wir sehen, was passiert. Wir stehen hinter euch, gesammelt. Es ist einmal wie immer, aktuell sind die Tierheime voll. Unser Tierheim, das Tierheim Ciudad Animal in Pedro Muñoz, quillt über, leider Gottes. Zwischen 2 und 10 Galgos werden im Moment täglich abgegeben, jetzt zum Ende der Jagdsaison. Und die meisten Hunde sind in einem ganz schrecklichen Zustand. Es ist schon voll und jetzt kommen ja noch mehr Hunde rein. Also insofern ist die Situation schon dramatisch. Wir holen möglichst viele Hunde nach Deutschland. Deutsche Vereine, die eine unglaubliche Vermittlungsarbeit leisten, die mit Vorkontrollen, mit Pflegestellen arbeiten, die Hunde hier zum Teil päppeln, aufbauen, resozialisieren und sie dann in Familien zu vermitteln. Zwischen 180 und 200 Hunden vermitteln wir jedes Jahr. Liegt so zwischen 100 und 120 Hunde. Wir sind ein kleiner Verein und wir vermitteln ausschließlich über unsere Pflegestellen. Gucken sich die glücklichen Gesichter zum Teil an, da geht dann das Herz auf. Ich bin heute hier, weil ich den Hunden eine Stimme geben möchte und weil ich finde, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man sowas nach draußen trägt, damit es gesehen wird, damit es gehört wird und damit man auch etwas ändern kann. Denn wenn es immer mehr Menschen werden, die sagen, damit sind wir nicht einverstanden, dann wird sich was ändern. Daran glaube ich ganz fest.